Also viele Dinge bewegen mich, wo ich mich frage, warum sind die Menschen so, wie sie sind, aber das ist eigentlich eher altersunabhängig. Ja. Wie können Generationen sich gegenseitig gut unterstützen? What would have you changed in your lifestyle if you knew that it might change the future? That's something that I would definitely ask to an old people. Mir geht's schon manchmal so, wenn ich jetzt so unterwegs bin und ich sehe die jungen Leute, denke ich, ach schön, ihr habt das Leben noch vor euch. Also es ist schon so. Ist dann nicht Neid, aber es ist Wehmut, vielleicht kann man so sagen. Also ich wäre schon noch mal gerne jung, ja, doch. Warum? Weil das einfach eine tolle Zeit war. Ja, jung zu sein und so und die Unbeschwertheit, ja, das noch nicht wissen, was kommt auf mich zu oder was bringt das Leben so mit sich. Wenn ich so die Menschen im Pflegeheim sehe, dann sehe ich schon, dass die oftmals sehr einsam sind und sich nach Beziehungen und Kontakten sehnen und dass sie auch wieder wahrgenommen werden wollen. Wenn ich alleine bin, bin ich noch lange nicht einsam. Ich denke, älter werden muss gelernt sein, im Sinn einer Haltung, sich auf das einzustellen, was sich kontinuierlich verändert. Wenn ich meine Lebensgeschichte anschaue, ist ein ständiges Lernen und Hinzulernen und weiter wachsen und reifen. Auch wenn man nicht mehr weiß, was man in der Zukunft machen soll, dass man sich dann dem besinnt, was in der Vergangenheit gewesen ist und sich daran erfreut, was man selber alles erlebt hat, Schönes. Ich denke jetzt gerade aktuell, ich bin super erwachsen, ich habe super viel in meinem Leben erlebt. Aber dann im Nachhinein werde ich mir in 2 Jahren wieder denken, ich war ein Kind, ich wusste eigentlich nichts. Ich glaube, für jüngere Menschen ist es hier und jetzt total wichtig. Sicherlich auch Zukunftsfragen, mit Sicherheit auch Zukunftsängste. Ja, wie schnell sie, sagen wir, sich auf Situationen einstellen können. Und wie sie damit umgehen. Auf der anderen Seite stelle ich auch fest, dass manchmal ich frage, warum habt ihr eigentlich so Angst, auch heutzutage? Wie man miteinander umgeht, was man miteinander unternimmt. Und das ist der Gewinn. Nicht der Gewinn von vornherein, weil der eine älter ist oder der andere jünger ist. Das spielt da keine Rolle. Genau. Die Chemie muss stimmen. Die Chemie muss stimmen. Dass es nicht nur mein Alter nicht nur für mich da ist, sondern auch eben, dass ich, solange ich dabei sein kann und es möglich machen kann, auch eine Verpflichtung habe gegenüber der Gesamtheit und einfach meinen Beitrag zum guten Leben zu leisten habe. Das ist eine ganz wichtige Säule, gerade in dieser Welt, in der die Kinder nicht mehr da sind und die Alten eigentlich zusammen eine Gemeinschaft bilden müssen, wo sie auch gegenseitig bis zu einem gewissen Maße tragen und helfen und füreinander da sind. Die einen wollen noch was vom Leben, ganz egal, wie alt sie schon sind. Und andere, für die geht es vielleicht eher darum, zu reflektieren, was war. Also ich verhalte mich sicher oft meinem Alter nicht entsprechend. Also ich mache Dinge, die andere vielleicht nicht machen würden. Aber ich denke immer, das ist ja meine Entscheidung, was ich tue. Ich orientiere mich da nicht dran, was man macht oder nicht macht, wenn man alt ist. Klar, natürlich öffnet einem Alter auch viele Türen. Ich glaube, dass die vielfältige Erfahrung mich auch stärkt. Also mein ganzer Lebensgang, das, was ich alles erleben konnte, ist vielleicht in mancher Hinsicht reicher. Dafür bin ich halt noch nicht wie manche dieser jungen Menschen 3-mal um die Welt gejettet. Das habe ich halt leider nicht. I've realized that there's people that actually, being young, they have like an old soul, to say it like that. And that's another way of being old, I would say. Also ich lege großen Wert darauf, auch mit jungen Menschen zu tun zu haben. Also ich persönlich finde den Kontakt zu jüngeren Menschen ganz, ganz wichtig. Und ich kümmere mich aber auch darum, dass ich den habe. Weil ich möchte nicht eines Tages zu den Leuten gehören, die einsam da sitzen und nicht wissen, was sie machen sollen. Also das finde ich sehr, sehr unschön. Wenn das jeder spüren würde, würde man den Zusammenhalt wieder besser hinkriegen. Das wäre mein großer Wunsch, dass in dieser Gesellschaft, ob alt, ob jung oder ob die Alten und Alten zusammenhalten können, weil sie damit ihr Leben besser gestalten können. Aber ich denke, es gelingt uns nur dann gut, wenn beide, Junge und Alte, den wichtigen Schritt machen, von dem weg
ich weiß, was für dich gut ist, sondern wenn beide sagen, ich bin Suchender, wir sind Suchende, lass es uns gemeinsam finden, dann geht's. Im Laufe der Zeit ist mir deutlich geworden, ich bin Brückenbauer geworden. In anderer Weise, nicht die Brücken auf der Straße, sondern zwischen Menschen. Da unterstütze ich auch ganz stark diese junge Familie. Also sicherlich sorge ich mich oder bin ich da. Also ich finde es toll, wenn die Generationen miteinander im Gespräch bleiben und sich kennen. Also die Sorgen und die Nöte sehen ja von den Jüngeren anders aus als von den Älteren. Und da im Gespräch bleiben und sich unterstützen, also das denke ich, das wäre wichtig oder was Notwendiges. Dass ich jetzt mein Ich spüren darf und dass ich auch spüren darf, hey, wo geht mein Weg hin, das ist einfach ganz was Wunderbares und das gibt mir Sicherheit. Und das würde ich jedem wünschen, dass er auf sich hört und in sich hineinspürt, hey, was ist für mich richtig und was geht für mich gar nicht. Verschließt euch nicht, geht raus und kommt zusammen und tragt auch eure Sorgen und Nöte zusammen, es wird leichter. Also auch die Älteren neigen sich manchmal immer mehr zurückzuziehen. Das ist auch ein natürliches Bedürfnis, spüre ich auch immer wieder. Aber ich darf nicht dort bleiben, weil es macht eng. Und wenn man dann auch weiß, es gibt noch was anderes, was Größeres, man lebt nicht allein von sich heraus, ja, sondern man wird auch getragen und es ist auch vieles in einem, was man dann auch weitergeben kann und möglicherweise dann auch Impulse für andere Menschen setzt.